Renato picked himself off the deck. They were alive. We have to get to my private ship, she said. Do you trust me? I guess I must, he said. You go on ahead. Clear the path, she said. I can't kill my own soldiers. He wanted to say that he didn't trust her, that he had no idea what he was getting into. But he had no choice, did he? He was following his heart. That's what it means to be a hero. You had to follow your heart. Dann folgen wir unserem Herzen. Also, was geht hier ab? Wird es das gute Ende endlich sein? Wird hier was Gutes passieren? Oder was passiert hier? Ich zeige euch das trotzdem hier mal. Wobei ist wahrscheinlich jetzt mittlerweile alles. The portal was heavily guarded. It must go someplace they really didn't want it to go. Sehr schön. Level 24. Wir sind Level up. Direkt auf dem Schiff. Okay. Ich hoffe, es gibt nicht hier den Bug hier. Davor habe ich am meisten Angst. Sehr schön. Und tschüss, Holzbrett. Ich finde schon. Schlägt es halt auf oder fällt es einfach nur? Ne, es fällt durch. Kill the fox! Called the ravens. They said they were original. Was verdammt ist hier los, Alter? Auch das gerade bei euch. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich bin hier durch. Ich gehe gerade durch wie durch Butter geführt. Kanonen auf mich. They paused to catch their breath. It was strange to be so close to her. What are you thinking? He asked. I'm trying very hard not to think. Me too, he said. Up ahead, he could see the thin silver of Zenobia's personal ship. It looked fast. They would leave all this behind. Irgendwie klingt das für mich immer noch nach einer Falle. Das kann mir nicht helfen. Das riecht für mich einfach nur nach Falle. Ah, da ist das kleine Boot, sehr schön. Das ist alles gerade zu positiv irgendwie. Ja, ich habe doch eigentlich gedrückt. Naja, egal. So, volles Leben. Zwar nicht volle Mana, aber... Volles Leben. Puh. Ich bin echt gespannt, was jetzt hier passiert, weil...
Okay. Nur ein kurzer Überstieg. Einfach geschlitzt. As they reached her ship, Renato suddenly felt a sharp pain in his stomach. He was surprised to see a crossbow bolt sticking out of it. I was going to lead the Empire to a secret base, said Lapino. But no, you had to screw up my plan because you still got a thing for her. Renato stared at Zenobia. The kiss, was it real? She said, with a look of indescribable sorrow. She gestured and said an arcane word, and Lapino went flying into the abyss, screaming, "I'm telling your father!" Then she knelt down to cradle his head, and her paws felt very soft and warm. He should go back to some of the choices he'd faced before. Maybe there were new paths that had opened up, like those doors he was opening up all over the map that took him to new treasures and around his enemies. But he'd learn another true thing. Lapino was a traitor. Renato had suspected there was something wrong with the mad rabbit, but now he knew there was malice behind his goofiness. Neue Wahrheit enthüllt. Lapino ist ein Verräter. Plus 2 Level. Wow. Das war jetzt wirklich überraschend. Wow. Heiligsblechle. Lapino ist ein Verräter. Wahrheit. Zenobia hegt Gefühle für Renato. Die Übelstein korrumpiert jeden, der ihn benutzt. Der Skyripper-Kern ist instabil. So rein von der Thematik her ist das der einzigste Weg, um das Schloss zu knacken. Da ist der Skyripper, da ist... Der Skyripper ist immer mit dem Dings verbunden. Zack, der üble Stein. Lapino ist ein Verräter. Wow. Jetzt bin ich echt überrascht. Das ist jetzt gerade überraschend. And he fell. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Skyripper had surfaced. Renato knew that using it could go catastrophically wrong, but he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it, to take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course, Renato had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion, and he had a gut feeling that he needed to use that to his advantage. Da ist ein Schlüssel dran. Man kann keine neuen alten Freunde gewinnen. Das heißt, auf dem Pfad führt auf jeden Fall die Lösung hin. So zumindest würde ich das jetzt interpretieren. Das heißt, wir haben jetzt alle Wahrheiten. Und das heißt, wir können das Rätsel lösen. So würde ich das jetzt interpretieren. Aber wir lesen noch kurz die Geschichte. Entscheidung getroffen. Rette Lapino.
Finde Zenobia. Akzeptiere Lapinos Plan. Bringt Zenobia nicht zu den Verhörspezialisten. Zenobia war die Tochter des verrückten Imperators und seine größte Generalin. Sie zu fern könnte die Geheimnisse des Gegners enthüllen und die Tiden des Bürgerkriegs wenden. Und so machten sich Renato und Lapino auf, sie gefangen zu nehmen. Und entgegen aller Erwartungen gelang ihnen das auch. Aber Renato hegte insgeheim Gefühle für Zenobia und konnte den Gedanken nicht ertragen, dass sie in den Händen der Verhörspezialisten leiden würde. Und so ließ er von seinem Vorhaben ab und gab die Rebellion auf. Noch wusste er nicht, dass er den klugen Plan Lapinos durchkreuzte, der in Wirklichkeit ein Agent des Imperiums war. Zenobia, von Renatos Mitgefühl tief gerührt, erklärte ihm nun ihre Liebe. Sie beschlossen, gemeinsam zu fliehen, doch der erzürnte Lapino brachte sie beide um. Was für ein Held bist du? Ein Held, der immer seinem Herzen folgt. Damit hätten wir das Geheimnis gelüftet. Wie es weitergeht. Und ich sag mal so, wir folgen diesen netten kleinen Schlüssel, würde ich sagen. Erfahren wir im nächsten Part oder in den nächsten Parts. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, was auch immer. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch mal irgendwas da. Drückt den Daumen hoch. Gerne auch ein Abo, wenn ihr da neu dabei seid, damit ihr auch nichts verpasst. Und guckt euch auch gerne noch die anderen Let's Plays an. Daher, vielen Dank. Tschüss.